Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten heute mal mit einer kleinen Auswahl in die Woche. Ich habe die Runenkarten dabei. Wir nehmen noch eine fürs Füllebewusstsein. So, dann dürft ihr wählen. Ich lege mal nichts dazu. Wir lassen dann anschließend noch ein Vögelchen draufspringen. Die sieht man sonst, deshalb mache ich das immer zum Schluss. Manchmal vergesse ich es auch. Ich würde für diese Woche nehmen die linke Seite. Also, was haben wir hier verborgen? Ja, klasse, wir haben Odins Rune. Das große Geheimnis, das Unbegreifliche. Wir haben das Hochplateau mit dem Thema Wagemut. Wir haben Eifersuchtsthemen, die wir loslassen dürfen. Und es geht vielleicht ein bisschen darum, mit irgendetwas Frieden zu schließen. Familienthemen können hier sein. Oder auch, dass die Hormone mal mit einem durchgehen. Ja, bei Odins Rune ist das so, dass sie keine spezielle Zuordnung hat und möglicherweise auch gar keine spezielle Antwort für uns im Moment. Also es ist etwas, was man vielleicht offene Fragen hat, aber die Antwort ist noch nicht verfügbar. Die Rune enthält entweder alles oder nichts. Also eine Zeit, wo wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Runen befragen sollten, weil wir keine richtige Antwort bekommen. Es kann aber auch sein, dass alle Runen gleichzeitig als Antwort auf die Frage oder die Fragen, die wir haben, enthalten sind. Aber an sich ist es so die Zeit, wo man wartet, wo man beobachtet, wo man wachsam die Entwicklung anguckt. Es geht sehr viel darum, hinter die Schleier zu gucken, die Zeit des Wartens zu akzeptieren und sich der kosmischen Führung zu vertrauen. Dann haben wir hier den Wagemut. Hier ist auch so der Blick, ne, der über alles geht, der Blickwinkel von oben. Die Aufforderung da ist tatsächlich, dass wir mal gucken, wo müssen wir denn gewohnte Bahnen unseres Alltags verlassen? Wo darf man mal ein bisschen was wagen? Wo ist es langweilig? Ne? Wo ist man so in der Stimmung, dass es so ein bisschen mehr Mut bräuchte oder einen ungewöhnlicheren Weg, den man einschlägt? Man soll hier mehr auf seine eigene innere Stimme hören, als auf Meinungen von Menschen oder anderen. Man kann sich hier Fehlschlägen stellen oder auch Chancen annehmen. Und da ist noch ein Satz, der heißt, dass die Geschichte gezeigt hat, dass diejenigen, die bereit sind, Fehlschläge zu akzeptieren, später häufig auch großen Erfolg haben. Also dass man sich nicht gleich kleinkriegen lässt. Ne? So, dann sind hier alle Themen, die mit dem Füllebewusstsein zu tun haben, dass die anderen mehr haben als wir, dass andere erfolgreicher sind. Und es geht hier darum, dass wir uns von dem, was andere haben, inspirieren lassen, anstatt frustriert zu sein. Denn man kann selbst auch alles erreichen. Spannend. Jetzt ist eine hier, das ist der Zaunkönig.
Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. So, was sagen die Kipperkarten? Viel Geld gewinnen. Hier ist die Energie schon so, dass man auch mal das große Los ziehen kann, ne? Oder dass man mit etwas Glück hat. Sind auf jeden Fall Geld- und Finanzthemen auf dieser Karte. Das ist aber auch das Ding, dass man sich was erarbeitet, dass man Reserven anlegt, dass man ein gutes Leben genießen kann, sowas alles. Und das war unsere Seite. Jetzt schauen wir auf die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Ihr habt Geben und Nehmen mit Gebo. Ihr habt die Gelegenheit. Ihr habt Organisiere dein Leben für Erfolg. Ihr habt den Turm mit den Ämtern oder Behörden der Selbstständigkeit oder der Unabhängigkeit. Möglicherweise kommt ihr hier auch über ein Thema drüber mit der Gelegenheit, die sich hier bietet, die vorher verschlossen war. Und es findet irgendwie ein Ausgleich auch statt. Es ist eine trennende Situation, die überwunden werden kann. Ja, da ist einfach so der traditionelle Bezug von Gaben oder Geschenken, Geben und Nehmen. Man öffnet sich hier auch für die Fülle des Lebens. Man hinterfragt vielleicht auch selbst seine Dinge. Inwieweit ist man bereit zu geben und auszugleichen? Ist man irgendwo in einem Mangel? Kann man durch irgendwas, was sich jetzt gerade im Moment nicht eröffnet, etwas anderes anstreben und das mehr mit Leben behauchen? Man kann sich fragen, wo nehme ich zu viel, wo nehme ich zu wenig? Jedenfalls geht es darum, ausgewogen zu sein, auch mit der männlichen und weiblichen Seite in einem. Es geht vielleicht auch darum, mal zu gucken, ne, was ist denn eigentlich nicht mehr im Gleichgewicht bei mir? Wo habe ich etwas, was sich mir nicht zeigt oder wo ja so dieses Ding der Verneinung irgendwie dabei ist? Gut, dann habt ihr mit der Mondnacht im Kiefernwald tatsächlich eine Gelegenheit. Das ist so, dass ihr hier irgendwo etwas bekommt, entweder Fülle, Vitalität, ja, alles, was so auf sanfte Weise zu euch kommen kann. Und hier ist es so, dass eben die Gaben, die man bekommt oder die Geschenke des Lebens nicht andauernd zur Verfügung stehen und nicht konstant, aber immer wieder kommt so ein Schub und das sieht man jetzt bei euch, bleibt in einer empfangenden Ausrichtung, das ist ja hier auch drauf auf der Rune. Ne? Und anstatt sich darüber zu beklagen, dass wir nicht ständig nur Freude und Geschenke haben können, dürfen wir alles, was wir bekommen, in dankbarer Haltung annehmen, damit sich die Belohnungen auch verzehnfachen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Vielleicht kommt man auch über diesen Punkt drüber, aber es kann ja auch sein, dass für die Selbstständigen eine gute Energie ist, dass etwas mit den Ämtern und Behörden in Ausgleich gegeben wird, sowas alles. So, jetzt braucht ihr hier ein bisschen Organisation. Organisation, um mehr Klarheit zu bekommen. Etwas zu organisieren, was das Privatarbeitsumfeld und die Finanzen zu tun hat. Lässt euch hier in der nächsten Zeit näher erkennen, wo etwas mehr Handlung braucht, um dass es dann nachher so ist, wie wir es uns vorstellen. Ihr habt die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Und von den Kipperkarten habt ihr noch 2 gekriegt. Das kleine Kind
Und ihr habt die kurze Krankheit, so nennt sich eben die Karte hier, kann schon sein, man hat so ein bisschen wenig Antrieb oder man fühlt sich so erschlagen irgendwie. Man hat wenig Energie oder ist ausgelutscht irgendwie von irgendetwas. Sind so kleinere Durststrecken auch. Das ist auch eine Zeit, wo Gegenstände mal kaputt gehen. Aber Mängel, die hier sind, können auch in kurzer Zeit behoben werden. Das ist nur eine ganz kurze Phase. Ja, und mit dem kleinen Kind habt ihr tatsächlich eben auch Neuanfänge. Anstatt liegen zu bleiben, wieder mutig aufzustehen, interessiert sein für die Dinge, an etwas rangehen. Und es sind einfach auch viele Infos, die da kommen können, die wieder, ich sag mal, den Weg frei machen, um wieder loszugehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.